Nach unserem Ausflug zur 8. Kanareninsel La Graciosa im letzten Video bleiben uns nur mehr 2 Tage auf Lanzarote. Doch die haben es nochmal in sich. Viel Spaß bei einer geballten Ladung Lanzarote. Was machen wir heute? Wir fahren zu Jameos del Agua, ein Wassertunnel, der dann auch durch den Architekt César Manrique schön gestaltet wurde, und das möchten wir uns anschauen. César Manrique haben wir schon erwähnt, das ist dieser Kanarenkünstler, der sich eigentlich überall verewigt hat. Da gibt es Dutzende, Hunderte Installationen. Alle werden wir nicht schaffen, nicht mal hier auf der Insel, aber eine davon müssen wir natürlich ansehen. Jameos del Agua, ein schöner, ruhiger Ort, einfach beeindruckend, dieser durch Vulkanaktivität entstandene Höhle, Tunnel mit einem Pool darunter. Grandios! Ein guter Platz zum Kaffee trinken. Da werden auch Konzerte gespielt und ich kann es mir vorstellen, dass es sehr stimmungsvoll am Abend wird in dieser Höhle. Ich weiß nicht, wie die Akustik ist, aber ich kann es mir vorstellen, dass das cool ist, dort sich hinzusetzen und einfach Musik zu hören. Bei diesen gewaltigen Landschaft, das kommt anders rüber. Nach Jameos del Agua wollen wir eigentlich zurück zu Playa Honda fahren, denn dort soll es Wind geben. Anstatt denselben Weg zurückzufahren, entscheiden wir uns aber für die Route durchs Bergland. Was wir dabei nicht ahnen ist, dass wir damit die Fahrzeit beinahe verdreifachen. Aber was soll man machen, wenn der Entdeckerdrang mit einem durchgeht? Wir sind Ola und Gerfried. Gemeinsam mit Katze Ruby bereisen wir Europa in Camper. Arbeiten von unterwegs und genießen die Suche nach schönen Orten und authentischen Erfahrungen. Auf dieser Reise möchten wir erstmalig im Warmen überwintern. Und dazu haben wir zum allerersten Mal mit dem Wohnmobil das geografische Europa verlassen, um alle 8 kanarischen Inseln zu erkunden. Wir freuen uns, dass du mit uns auf Reisen gehst. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein Video.
Wir erkennen mittlerweile ein Muster. Auf jeder Insel bislang gefällt uns der Norden besser als der Süden. Der Süden ist meist sehr touristisch. Und der Norden, der ist auf jeder Insel natürlicher. Woran liegt es? Der Norden der Inseln hat einfach einen schlechteren Ruf, was die Wettersicherheit angeht. Hier regnet es ein wenig mehr, hier sind die Temperaturen ein wenig niedriger als im jeweiligen Süden und deswegen fahren Urlaubsreisende lieber in den Süden. Dort kann man sich aufs Wetter einfach verlassen. Uns mit dem Camper stört es weniger, denn wenn es hier mal eine Woche regnen sollte, dann ist es für uns kein Problem, dann fahren wir halt in der Zeit in den Süden. Ein Pauschalreisender kann das nicht, der sitzt dann eine Woche im Regen, deswegen ist es auch ein wenig nachvollziehbar, dass der Süden beliebter ist. I've been in your waters, been knocking at your door. I know one thing for sure, I've never been so close before. Für den Weg zurück haben wir uns jetzt den Weg durch den Ort Aria ausgesucht und da sind die Straßen ja recht spannend. Hoffen wir, dass das gut geht. Zwar dauert die Fahrt länger als geplant, aber sie ist wirklich sehr schön. Wir genießen tolle Ausblicke und notieren uns viele Punkte, um nach dem Surfen an der Playa Honda zurückzukehren. Davor steht aber noch ein Stopp bei den Supermärkten Arrecifes bevor. Und jetzt mal die Frage, wie werden wir all das in unserem Kühlschrank und Schränke unterbringen? Ganz einfach mit Hilfe unserer Kühlbox, die wir euch schon in Videos vorgestellt haben. Gerade auf Langzeitreisen bewährt sich die Lösung mit einer zusätzlichen Kühlbox sehr und falls auch du für Großeinkäufe gerüstet sein möchtest, dann bekommst du mit unserem Rabattcode ab Erscheinen dieses Videos 2 Wochen lang 20% Rabatt auf Kühlboxen und Solartaschen bei unserem Partner Plug-in Festivals. Auch zu Solartaschen findest du bei uns am Kanal Videos. Guten Morgen. Psst, Ola schläft noch. Gestern gab es noch eine Surf-Session hier um Playa Honda und jetzt gibt es 2 Tage ohne Wind. Da verziehen wir uns in den Norden. Zu den Punkten, die wir uns am Vortag notiert hatten, zählt der Mirador Risco de Famara. Und dort wollen wir nun hin, auch wenn wir angesichts der Straße ein ganz klein wenig Bauchweh haben. Der Mann sagt, wir parken unten an der Hauptstraße und gehen den letzten Kilometer. Die Frau sagt, nein, das fahren wir schon, jetzt um die Zeit ist eh kein Verkehr und der Parkplatz sicher noch frei, geht locker. Ja, hat geklappt, aber Wohnmobil geeignet ist die Strecke eigentlich nicht.
atemberaubende Aussicht. Man sieht Famara, das Ozean. Die vielen Vulkankrater auf der linken Seite. Wenn man rechts schaut, sieht man La Graciosa und die anderen kleinen Inseln. Wow! Auch wenn es schmal ist, hier fährt der LKW rauf. Da weiß man immerhin, man sollte durchkommen. Nur ob die Traktion und die Bodenfreiheit reicht, das weiß man halt nicht. Ein LKW ist halt doch etwas robuster. Hat sich ausgezahlt, aber für uns geht es auch schon wieder weiter. Wir müssen die Strecke auch wieder zurück runterfahren und zwar hoffentlich bevor die Hauptreisezeit einsetzt, nach dem Frühstücksbuffet der Hotelgäste. Jetzt kommt der spannende Teil. Ob das gut geht? Trotz des LKWs, der uns im Nacken sitzt, schaffen wir es unbeschädigt über die Schikane und nachdem wir noch ein paar hundert Meter hoffen müssen, dass uns niemand entgegenkommt, ist auch dieses Mini-Abenteuer überstanden. Die Strecke von Aria nach Teguise ist eine der schönsten hier auf der Insel, finden wir jedenfalls. Und die Fahrt genießen wir jetzt einfach mal mit euch gemeinsam. Unter uns blitzen schon die weißen Häuser Arias im Sonnenlicht. Auch dieser Ort war uns am Vortag aufgefallen. Zeit für einen weiteren Besuch. Parken ist mit dem Camper in den engen Gassen nicht ganz einfach, aber etwas außerhalb des Zentrums werden wir am Friedhof fündig. Auch nach Wochen auf der Insel begeistert uns immer noch der Kontrast des schwarzen Vulkansands mit den weißen Häusern. Und dass in diesem schwarzen Sand sogar Wein gedeiht, ist einfach unglaublich. Aria ist schön herausgeputzt, präsentiert sich ziemlich verschlafen und leider sind alle Tische der Dorfkneipe in der Sonne bereits besetzt und im Schatten ist es uns zu kühl. Aria befindet sich im fruchtbaren Tal der 1000 Palmen und diese Palmen entgehen einem auch im Ort nicht. Nach etwa einer Stunde haben wir das Gefühl, den Ort gesehen zu haben und es geht weiter zurück an die Küste bei Punta Mujeres.
Auf den Kanaren begegnet man Reisebekanntschaften ziemlich oft mehrfach, denn irgendwo kreuzen sich die Wege wieder. An diesem Tag verbringen wir einen schönen Nachmittag mit unseren Leidensgenossen der Anreise, die wir auf der schwankenden Amersfähre kennengelernt hatten. Wir gehen essen und machen einen ausgedehnten Spaziergang, bevor wir in unser letztes Abenteuer auf der Insel starten. Wir können Lanzarote unmöglich verlassen, ohne ein weiteres Vulkanabenteuer zu erleben. Und zu diesem sind wir nun unterwegs. Auch die Canarios campen sehr, sehr gerne im Wohnmobil und die kennen die besten Plätze, wo man unentdeckt stehen kann und trotzdem sehr viel Platz hat. Aber wir haben es auch gefunden. Wir haben die obere Etage komplett für uns. Unser Plan ist nämlich, morgen noch eine Vulkanwanderung zu machen, und zwar möchte die Euler auf die sogenannte Caldera Blanca. Der Start dazu beginnt 3 Kilometer von hier und wir haben uns heute Abend schon in die Gegend gestellt, damit es morgen früh dann gleich losgehen kann, denn es kommt außerdem Wind. Das heißt, ich möchte am Nachmittag noch aufs Wasser und nach der Surf-Session, da wollen wir dann in die Hauptstadt Arrecife fahren, damit wir die auch noch mal sehen, bevor es dann weitergeht auf die nächste Insel. Tags darauf verlassen wir Lanzarote. Wir haben jetzt einen guten Ersteindruck, wir haben jede Ecke der Insel gesehen, aber es gibt schon noch sehr viel, was man unternehmen und entdecken könnte. Morgens steht uns eine weitere Piste bevor und dann taucht sie auch schon vor uns auf, die Caldera Blanca. Hallo, da hinter mir seht ihr die Caldera Blanca, ein Vulkankrater, das wir heute bewandern werden. Der erste Teil der Wanderung ist ziemlich flach, aber untergrundtechnisch hat das dennoch in sich. Schautafeln entlang des Weges erklären euch die ganze Entstehungsgeschichte des Vulkans, aber auch diese Pfade, die wohl irgendwie die Kanäle waren, wo die Lava gelaufen ist. Die Beschilderung ist verbesserungswürdig, sagen wir es mal so. Da ist jetzt der erste Wegweiser, seit wir losgegangen sind. Das war vor 2,5 Kilometern und anscheinend sind wir schon ein wenig falsch. Ohne am Handy recherchieren werden wir hier komplett geschmissen. Und es gibt wenig Empfang, also Empfehlung, ladet euch eine Wanderkarte vorher runter und nehmt die mit, denn man kann sich nicht auf die Markierungen verlassen. Wir haben den Aufstieg gefunden. Wir haben es zum Krater geschafft. Das heißt aber nicht, dass wir schon oben sind. Da geht es noch ein ganzes Stück weiter rauf. Und wieder so eine unmarkierte Abzweigung, wo man nie weiß, soll ich links gehen, soll ich geradeaus gehen. Aber man findet den Weg auch irgendwie so. Olli, bald haben wir es geschafft. Dieser Lanzarote kraxelst auf einen Vulkankrater rauf und alles, was du siehst, sind weitere Vulkankrater.
geschafft, wir sind oben. Jetzt müssen wir nur noch die anderen vertreiben fürs Foto am Gipfelkreuz. Hier hinter uns sehen wir auch zurück zum Timanfaya Nationalpark. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier sieht man schön dieses Besucherzentrum mit dem extrem schrägen Parkplatz, wo wir vor circa einer Woche waren. Ja. Wunderschön. Kann man empfehlen, Caldera Blanca. Nach einer kurzen Pause starten wir mit dem Abstieg und der ist ziemlich gemütlich. Außerdem hat die Empfehlung aus dem Netz gestimmt, dass man den Weg am besten gegen den Uhrzeigersinn geht, denn dann hat man das steile und lose Stück bergauf und einen relativ moderaten Abstieg. Das war wirklich angenehm jetzt. Der letzte Teil der Wanderung führt uns jetzt nochmal durch ein Geröllfeld, sehr beeindruckend. Man könnte auch zu dem Weg gelangen, auf dem wir hergekommen sind, aber wir nehmen jetzt die Abkürzung, ist als offizieller Weg eingezeichnet und spannend. Boah, geschafft. Jetzt muss ich kurz mein Leiberl ausziehen und ausringen. Da kann ich 3 Pflanzen damit bewassern. Schön war die Wanderung. Wie ihr seht, es empfiehlt sich früh loszugehen. Wir sind um 9 aufgebrochen, da war es noch okay. Da waren wir auch nicht mehr alleine, aber jetzt hat sich der Parkplatz halt ziemlich gefüllt und das merkt man dann auch am Wanderweg. Und wo es kühler ist am Vormittag, jetzt ist es schön warm. Und das war jetzt auch unsere letzte Sightseeing-Aktivität auf Lanzarote. Jetzt geht es noch einmal an die Playa Honda. Ich hoffe, es gibt Wind für eine letzte Surf-Session, bevor es nach Arrecife geht. Die Hauptstadt sehen wir uns kurz am Abend an. Glück mit dem Parkplatz, Pech mit dem Wind, da tut sich nicht viel heute. Na schade, das wird wohl nichts. Wir fahren gleich weiter nach Arrecife. Frisch geduscht, die letzte Dusche auf Lanzarote und einmal machen wir noch Wassertank voll und Grauwassertank leer. Wenn ihr gerne ein Souvenir von der Insel mitnehmen wollt, dann braucht ihr nur euren Wassertank ohne Filter befüllen. Dann habt ihr diesen orangen Sand dort drinnen. Wenn ihr das nicht wollt, dann gibt es Infos zu unseren Filtern in der Videobeschreibung. Unser letzter Abend auf Lanzarote, wir fahren in die Hauptstadt. At the roundabout. Und da sind wir auch schon. Für einen Hafen kann man hier wirklich gut parken, gibt ausreichend Parkplätze. Los geht's, ab nach Eis essen. hier in Arrecife. Unerwartet ruhig. Hauptstadt lässt uns immer Trubel vermuten, viel los, aber ist hier überhaupt nicht so. Und eine schöne Promenade hier an unserem Parkplatz mit Kanälen. Die Euli beseitigt die letzten Spuren von La Graciosa. Die hat sie im Schuh mit.
Das beste Eisreise bis jetzt? Extrem gut. Yum. Diese Bar heißt Casa de Miedo, Haus der Angst. Ob wir da reingehen? So, wir haben es bis zum Stadtstrand geschafft. Wirklich eine schöne Stadt. Fast ein bisschen schade, dass wir erst so spät jetzt hier angekommen sind und Arrecife bislang immer ausgelassen haben. Wir sind 50 Mal dran vorbeigefahren, aber wir waren nie im Stadtzentrum. Es wirkt super authentisch. Es ist hauptsächlich für die Einheimischen gestaltet und das gefällt mir. Jetzt wird es Zeit für den Sonnenuntergang und wir werden zusehen, ob wir uns ein Getränk dazu organisieren können. Und dann gespannt hier am Strand den Sonnenuntergang genießen. Und dann war's das. Morgen früh geht's weiter zur nächsten Insel, aber das seht ihr dann im nächsten Video. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.